Es geht mir erstaunlich gut. Da kann man sich jetzt freuen oder nicht, weil ich hatte ja nur 14 Sekunden Rückstand. Let's go. Laura, wie erleichtert bist du nach dem Erfolg gestern und dem etwas hakeligen Saisonstart in Valencia? Ja, das Rennen hier war wirklich jetzt ein richtig schönes Erlebnis. Es war fair, es war auch von meiner Performance aus richtig gut. Und natürlich freue ich mich jetzt nicht über den zweiten Platz, aber ich freue mich über meine Leistung und über mein Rennen. Und bin dann zufrieden jetzt, dass ich Zweite geworden bin. Es war ja super knapp, aber das positive Gefühl, das positive Rennerlebnis, dieses Gefühl, auch ein richtig faires Rennen gehabt zu haben, das überwiegt jetzt. Ja, in Valencia war ja das Problem, dass ich einfach mit zu viel Rückstand aus dem Wasser gekommen bin und einfach mit diesem 2 Minuten Gap zwischen Männern und Frauen, das Frauenfeld einfach auch sehr durchmischt war mit Männern. Und ja, natürlich habe ich mir danach gedacht, okay, es ist der offensichtliche Schlüssel zu einem besseren Rennen, ist natürlich irgendwie besser zu schwimmen, damit ich einfach nicht so ein großes Gap zum Aufholen habe und dass es mir vielleicht gelingt, eben dann auf die starken Schwimmerinnen aufzuschließen. Das heißt, das war ein wichtiger Punkt, dass wir versucht haben, dass ich näher an mein Schwimmpotenzial rankomme, weil mir das einfach in Valencia nicht gelungen ist. Und dann war ich eben auch noch nicht stark genug auf dem Rad, um dann eine Gruppe zum Beispiel aufzufahren. Und vielleicht haben mir da eben auch dann diese Regeln vor Ort dann nicht so in die Karten gespielt. Und das war jetzt eben ein Punkt, auf den ich mich hier auch sehr gefreut habe, dass ich wusste, es sind 5 Minuten zwischen Männern und Frauen und der Race Ranger, also das neue elektronische Abstand-Messsystem wird eingesetzt. Das war für mich jetzt auch das erste Mal, dass ich den testen konnte. Und gleichzeitig haben wir eben auch versucht, natürlich meine Form einfach noch weiterzuentwickeln. Und da zwischen den beiden Rennen lagen jetzt, glaube ich, 3 Wochen. Und ich glaube, ich konnte die Zeit im Training auch noch mal gut nutzen. Ich war auf jeden Fall aufgeregt, weil ich ein bisschen Angst hatte, so ein bisschen das Gleiche noch mal zu erleben, weil man einfach nicht weiß, ist das jetzt der neue Triathlon oder wie ist es jetzt? Und das war so ein Stück weit eine Erleichterung zu sehen, dass hier ein echter, fairer, sauberer, cooler Triathlon stattgefunden hat. Also ich bin heute Morgen auch ein bisschen müde nach dem Rennen. Nein, ganz im Ernst, ich bin froh, dass es im Prinzip, glaube ich, ein positives Selbstgespräch oder eine Bestärkung des Weges ist, den wir in den letzten Wochen gemacht haben, dass das Ergebnis in die richtige Richtung geht. Ich glaube, dass Lauras Selbstgespräch während dem Rennen deutlich positiver war, als es beim letzten Rennen war. Das hat einmal mit der eigenen Vorbereitung zu tun und zum anderen natürlich auch mit den Rahmenbedingungen, die einfach besser waren. Und ich glaube, für Laura ist auch ein bisschen so, nach Mallorca nach Hause zu kommen. Also einfach, das ist ein Wohlfühlplatz und ich glaube, das ist auch nicht zu unterschätzen, dass wenn die Rahmenbedingungen gut sind, dass man sich dort einfach wohlfühlt. Gleichsam muss man auch in nicht ganz so guten Rahmenbedingungen unter Umständen auch ein gutes Rennen abrufen können als Profiathlet, aber das hat hier definitiv in die Karten gespielt und im Prinzip gelungen, die Schwächen, von denen wir wissen, gut im Griff zu haben und auf der anderen Seite dann auch die Karten, oder die Qualitäten, die wir haben, auch so auszuspielen. Und wenn das Spiel bestmöglich gelingt, dann landet man auch meistens relativ weit vorne. Und deswegen, das ist sehr, sehr cool. Ja, für mich von außen war es auch spannend, dass Laura richtig gefordert wurde von Emma. Das ist auch natürlich immer ganz wichtig in einem Rennen, dass man natürlich dort, also klar geht es natürlich darum zu gewinnen, aber dass man auch auf der anderen Seite richtig, richtig harte Gegner hat und dass man ein gutes Gefühl hat, auch gegen diese Gegner zu racen. Und da bin ich bei Emma, das ist lang erprobt, die beiden kennen sich über Jahre und das ist ein schönes Wechselspiel. Letztes Jahr bei der WM war die Emma schneller, bei der EM war die Laura schneller, jetzt war die Emma schneller und die haben sich hier zu neuen Streckenrekordzeiten gepusht. Also Lauras Radzeit war 5 Minuten schneller als ihr eigener Radstreckenrekord und ich glaube, dass wenn man sich solche Zahlen dann eben anschaut oder solche Ergebnisse, dann geht das schon in die richtige Richtung. Ja, also ich glaube, beim Schwimmen ist es wirklich ein Großteil auch mental. Also einfach, je mehr Negativerlebnisse man sammelt, umso angespannter wird man. Und angespannt sein beim Schwimmen ist bei mir zumindest
geht nie einher mit ich schwimme besser, sondern es wird eigentlich immer schlechter. Also dass es mir schlechter gelingt, die Kraft ins Wasser zu übertragen. Also ich glaube, ein Großteil war einfach auch viel Gespräch mit Philipp über das Rennen, über das Schwimmen. Dann ein Stück weit auch ein paar Sachen nochmal ausprobieren im Schwimmbad. Also wir können jetzt ins Freibad und da ist ein Becken auch noch recht kalt. Valencia war ja auch ein sehr kaltes Schwimmen, ohne Schwimmen-Warm-up. Wir durften nicht vorher ins Wasser und mussten da direkt reinspringen in dieses kalte Wasser. Das war schon ja, so ein bisschen so ein doppelter Schock. Und das konnten wir jetzt einfach zu Hause auch noch mal so ein bisschen üben. Einfach weil mir in Valencia halt einfach alles zugegangen ist. Lunge, Muskeln, Kopf wahrscheinlich. Und ich glaube, ich rückblickend einfach auch versucht habe, zu schnell anzuschwimmen. Und ja, mich damit einfach abschieße. Also kommt das Laktat halt überall raus und das ja, macht einfach keinen Sinn. Und was jetzt halt gerade so für meinen Kopf super schwierig zu akzeptieren ist, ist, dass ich eigentlich langsamer anschwimmen muss, um schneller zu schwimmen. Und das war jetzt mein großes Vorhaben für Mallorca. Es war ein anderer Start, was schon mal gut war, weil wir konnten uns aufwärmen im Wasser. Das heißt, auch der Körper ist so ein bisschen temperiert. Und gerade auch dieses Einschwimmen ist für mich einfach ja, eine Sache, die mir gut tut. Aber man muss eben auch mit der anderen Form zurechtkommen. Daran arbeite ich. Ja, dann ins Wasser reinrennen ist natürlich auch, je mehr ich rennen kann, nicht schwimmen muss, umso besser. Ist einfach eine andere Startform. Und ja, dann habe ich tatsächlich versucht, langsamer anzuschwimmen. Und das hat sich komisch angefühlt, weil man halt erstmal so denkt, das ist doch jetzt nicht so, Rennen heißt doch all in so. Und ja, ich wurde belohnt mit einem viel besseren Schwimmen. Mein Rückstand war, ich weiß nicht, die Hälfte von Valencia. Wo jetzt auch hier ähnlich, also es waren ja auch ein paar Athleten am Start, die dort eben auch vorne in der Spitzengruppe waren. Und das ist natürlich jetzt ein cooles Erlebnis. Das muss ich jetzt so ein bisschen verarbeiten, weil, wie gesagt, immer so dieses Gefühl abgleichen von, wie muss sich Rennen anfühlen, also dieses so super hart und ich gebe alles. Und jetzt so verarbeiten, okay, es hat sich jetzt kontrollierter angefühlt und ich war aber schneller, weil ich halt über die gesamte Zeit mein hohes Durchschnittstempo halten konnte. Und das ist einfach das, was sich für mich, glaube ich, auszahlt. Und ja, die Saison wird es zeigen. Das war jetzt zumindest mal ein Positiverlebnis. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auch ja, in der Vorbereitung für andere Rennen, dass ich jetzt da vielleicht auch mein Mindset, mein Herangehen ein bisschen entspannter angehen kann. Und da weiß ich einfach, dass das halt vor allem beim Schwimmen einfach dann auch für mich Geschwindigkeit bedeutet. Ich glaube, es geht nicht um 14 Sekunden, sondern es geht darum, weiter Rennhärte zu entwickeln, weiter im Prinzip am Maximum seiner technischen und taktischen Fähigkeiten zu racen. Und ist natürlich die Frage, wo kann man jemanden dann cracken, um am Ende das Rennen dann dafür zu entscheiden. Und ich bin mir sicher, oder das weiß ich, dass wir der Laufform noch ein klein wenig drauflegen können. Wir können auch auf der Radform noch drauflegen und wir können auch bei der Schwimmform noch drauflegen. Das heißt, wir beginnen uns jetzt in den Ramp-Up reinzuarbeiten für die Saison. Ich nehme es jetzt hier auf. Bedeutet das jetzt, dass ich mal einen Koppellauf mache? Vielleicht. Ich würde lieber auf andere Läufe zurückgreifen und mit den vorermüdeten Sachen arbeiten und mit Tempowechseln arbeiten. Also die Dinge, von denen ich weiß, dass sie sehr genau funktionieren. Ja, also mein erster Eindruck von dem Race Ranger war jetzt, dass es sehr gut funktioniert. Ich habe tatsächlich jetzt, ja, ich bin eigentlich nie wirklich hinter jemanden gefahren, sondern wenn ich jemanden aufgefahren bin, bin ich eigentlich dann auch direkt vorbeigefahren. Das heißt, ich habe jetzt nicht so richtig Erfahrung sammeln können mit diesem hinter jemanden fahren, in einer Gruppe fahren, wie funktioniert es da. Aber ja, ich muss sagen, das, was ich so von außen gesehen habe, zumindest wenn ich ja, mehrere Athleten, die zusammengefahren sind, überholt habe, sah das so aus, als ob es gut funktioniert hat. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie es halt am Ende ist, wie viel Zeitstrafen es gab und so weiter. Aber was ein spannender Aspekt ist, dass eben Race Ranger auch mit dem Veranstalter im Hintergrund einfach auch Daten sammelt und im Endeffekt so ein bisschen wie Athletenprofile erstellt, weil man dann scheinbar, so sagen sie, doch sehr genau sieht, welcher Athlet wie lange in welcher Zone fährt oder wie agiert. Und ich glaube, das ist einfach eine Technologie, die jetzt gerade noch am Anfang ist, aber die ein super wichtiger Baustein ist, um faire Triathlonrennen im Profibereich zu haben.
Noch toller wäre es natürlich einfach auch bei Ironman-Wettkämpfen eine 20-Meter-Regel zu haben. Aber das ist jetzt definitiv schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Ich wünschte mir, dass wir das bei jedem Rennen hätten, jetzt nicht nur bei der Pro Series. Und ja, ich hoffe, dass die Technologie einfach noch ein bisschen auch weiter ausreift und ja, wir am Ende vielleicht sogar Live-Daten sehen können während dem Rennen und ja, einfach das auch für uns Athleten und am Ende eben auch für die Kampfrichter einfacher wird, dann faires Rennen zu machen. Ja, ich liebe die Insel hier einfach vor allem auch, oder die Rennstrecke hier wegen diesem Berg, der schon ja auch lang ist und eine wirklich technische Abfahrt folgt. Und ja, es war schon, ich hatte Nizza so ein bisschen in meinem Kopf, weil es ist natürlich dort deutlich ausgeprägter, deutlich länger, aber ein paar Sachen waren schon ähnlich auch. Also beispielsweise, wie lange kann ich im Aerolenker bleiben, bis eine Kurve kommt? Oder welche Kurven kann ich gerade so noch in Aero-Position fahren? Oder ja, wie fahre ich Kurven an? Und das war jetzt spannend zu sehen, weil ich ja wirklich auch mit Lars ja vor allem meine eine Körperseite versucht hat aufzuarbeiten. Und ich da eben auch das Gefühl hatte, dass ich da bei ja, Linkskurven eben so ein bisschen mehr Flow reinkriegen könnte. Und das war jetzt halt witzig zu sehen, dass ich jetzt das Gefühl hatte, das hat mega funktioniert. Die sind so richtig gut gefloppt und jetzt habe ich bei der anderen Seite eher so ein bisschen irgendwie hat was gefehlt. Und da bin ich jetzt einfach total neugierig dann auch auf unser nächstes ja, Treffen und unser nächstes Zusammenarbeiten, was jetzt da sein Input sein wird. Wie wir da jetzt vorschreiten. Ich hatte auf jeden Fall ein gutes Gefühl, auch in den technischen Stellen. Und ja, habe vor allem wieder mal gemerkt, dass das halt einfach so ist Radfahren und das ist halt richtig so, wie es Spaß macht. Und ja, eigentlich würde ich sagen, steigert das die Vorfreude auf ein Rennen wie Nizza dann. Ja, die Tage im Windkanal sind immer super spannend, meistens auch sehr kalt. Also diesmal ging es primär darum, dass wir ein paar Sachen getestet haben, die, ich sage jetzt mal, für die Zukunft relevant sind. Also eher für die Rennen in der spätesten Saisonhälfte, vor allem Nizza. Nizza wird ein sehr bergiges Rennen. Das braucht natürlich auch ein Setup, was dementsprechend auch bergauf gut performt. Aber natürlich hat die Strecke dennoch richtig viele aerodynamische, flache Drückpassagen, wo einfach doch auch die Aerodynamik ja, einen super relevanten Punkt spielen wird. Und ja, du hast es gesagt, wir sind schon seit über 6 Jahren im Windkanal jedes Jahr und natürlich waren am Anfang die Sprünge oder die Sachen, die wir gefunden haben, die wir verbessern können, waren ja sehr groß und irgendwann waren wir am Punkt, wo mein Setup halt schon richtig gut war und dann haben wir uns gefreut, wenn wir irgendwo 2 Watt Verbesserung hatten oder mal im Idealfall 5 Watt. Und jetzt ja, waren meine Erwartungen erstmal gar nicht so hoch, sondern es war eher so, dass ich gesagt habe, okay, wenn wir ein Setup finden, was vielleicht ein bisschen bequemer sogar noch ist oder wo ich zum Beispiel auch noch länger in Aero-Position fahren kann, wäre das schon ein Gewinn, selbst wenn wir, sage ich mal, jetzt nicht irgendwie noch schneller werden damit, sondern das halten einfach das Niveau. Und es war super spannend, weil wir doch, ja, würde ich sagen, einen relevanten Performance Gain auch sogar mit einer veränderten Position, vor allem im Cockpit-Bereich, gefunden haben. Und eine zweistellige Verbesserung, damit habe ich nicht gerechnet. Und ja, jetzt kann ich natürlich kaum abwarten, das Ganze dann auch mal an mein Fahrrad zu bekommen. Ja, also es waren ein paar spannende Punkte. Ich bin auch gerade ungebunden im Helmthema, das heißt, da konnten wir ein bisschen rumtesten. Ja, vieles von meinem Setup ist einfach schon Weltklasse, da müssen wir auch nicht jetzt irgendwie alles neu erfinden. Aber ja, einfach zusammen mit Canyon da im Cockpit-Bereich was zu verändern, das war toll. Und ja, ansonsten auch einfach immer wieder das Setup auf den Prüfstand stellen, Kleinigkeiten verändern, Flasche hier, Flasche da. Gibt ja jetzt auch neue Regeln bei Ironman, das heißt, ja, da kann man einfach dann auch innerhalb der Regeln schauen, was man anpassen kann und wie das performt. Ja, entscheidend, was man auch aus so einem Test rausholen kann, ist natürlich die Partner, mit denen man dort am Start ist. Und ja, die 2 Jungs von Swisside, die waren super motiviert und das hat natürlich auch extrem viel Freude dann gemacht, zu sehen, dass jemand wirklich da ist und Bock hat, mit dir herauszufinden, was funktioniert und auch eigene Ideen einbringt. Und ja, dann fühlt sich das halt auch wirklich nach einer Partnerschaft an, nach ja, einem Gewinn und es macht vor allem Spaß. Und
ja, auch Ernst, der Meister des Windkanals, ist einfach immer cool, da wieder hinzukommen. Man kennt sich jetzt halt mittlerweile gut und Philipp und Jens waren auch dabei, Jens von Canyon, Philipp kennt ihr. Und ja, da war ich also wirklich die Henne im Hahnenkorb und habe es genossen, dass sich die Jungs ein bisschen um mein Setup kümmern. Ja, jetzt ist erster Tag nach dem Rennen. Es geht mir erstaunlich gut. Da kann man sich jetzt freuen oder nicht, weil ich hatte ja nur 14 Sekunden Rückstand. Da stellt sich natürlich die Frage, wären die nicht noch irgendwo drin gewesen? Gut ist natürlich, dass ich mich gut fühle. Das heißt, ich erwarte auch, dass wir relativ zügig wieder auch ins Training einsteigen können. Und da ist es jetzt einfach bis San Francisco, würde ich sagen, schon nochmal cool zu versuchen, einfach noch ein bisschen was draufzusetzen, einfach weiterzumachen. Also ich habe einfach das Gefühl jetzt, ich bin auf einem guten Weg. Ich will jetzt nicht von einem auf den anderen Tag irgendwie mega den Sprung machen, sondern ich will einfach kontinuierlich weiterarbeiten und mich einfach über die Saison steigern, über die Rennen. Und San Francisco wird jetzt sicher eine Herausforderung aus vielen Aspekten. Einmal natürlich das Feld. Ich glaube, das wird jetzt mit das bestbesetzte PTO T100-Rennen, einfach weil ja die meisten Contracted Athleten einfach am Start sind, die einen Vertrag haben. Und die Herausforderungen an dem Rennen ja, sind vielerlei. Einmal natürlich, also es ist eine relativ zeitnahe Anreise zum Rennen, Zeitverschiebung, eine lange Anreise. Dann ist das Wasser dort aktuell extrem kalt und es wird sich vermutlich auch nicht dramatisch ändern. Also gerade sind es, glaube ich, 12 Grad. Und das heißt, da darf man sich auf ein wirklich kaltes Schwimmen vorbereiten. Philipp hat mir angedroht, ich muss jetzt Vorbereitung in der Eistonne machen. Mal schauen, ist nicht so mein Ding. Aber vielleicht wäre es sinnvoll, gerade eben auch um diesen Atemschock und so weiter, wenn man ins Wasser springt, irgendwie vielleicht ein bisschen abzumildern. Und dann ich habe jetzt noch keine genaue Kurskenntnis, aber es wurde uns zumindest schon mal gesagt, dass es ja einen Rundenkurs mit auf jeden Fall einem guten Anstieg geben wird auf dem Rad. Und das ist natürlich was, auf das ich mich freue. Ich freue mich drauf, ein eigenes Frauenrennen zu haben. Ich freue mich drauf, auf 20 Metern auf dem Rad. Ich freue mich drauf, ein kleines Feld zu haben. Ja, einfach mal zu schauen, wie ich jetzt dann eben über die 100 Kilometer Distanz performe. Habe jetzt keine Riesenerwartungen oder so erstmal, sondern ich will einfach ja, mitmachen und schauen, was geht, alles geben. Und ja, ich glaube, in San Francisco kann man auch ja, einfach eine coole Zeit haben. Es ist eine schöne Stadt und da freue ich mich einfach drauf. Laura, du bist aus dem Flieger auf dem Heimweg von Mallorca mehr oder weniger direkt zum Performance Under Pressure Kongress der TSG Hoffenheim angereist. Wie war es? Was hast du da erlebt? Ja, war natürlich super cool, da eingeladen zu sein. Ich glaube, es war ein sehr spannender Kongresstag. Den habe ich nicht ganz mitbekommen, aber zumindest einen kleinen Einblick. Und ja, es ist natürlich auch irgendwie eine Ehre, da mit auf der Bühne zu sein und ja, über mein Empfinden von Performance Under Pressure zu erzählen oder wie ich das eben in meinem Leben bisher erlebt habe, mit vielleicht nicht einem ganz konventionellen Weg in den Leistungssport. Und ja, hat Spaß gemacht, ist natürlich schon auch ein bisschen Druck da, wenn man sich in so ein unbekanntes Umfeld begibt, aber ich sehe das einfach als tolle Möglichkeit, ja, was dazu zu lernen, mich weiterzuentwickeln und auch ja, spannende andere Leute kennenzulernen. Ich glaube, eine Sache, die für verschiedensten Lebenssituationen, glaube ich, anwendbar ist, eine gute Vorbereitung. Also indem ich mich auf das Event, den Vortrag, den Wettkampf, was auch immer in meinem Leben, was
irgendwie mir wichtig ist und auch Druck erzeugt, dass ich da gut sein möchte, glaube ich, ist für mich einfach super wichtig, dass ich weiß, ich habe mich gut vorbereitet. Eine Vorbereitung muss nicht immer perfekt sein. Ich glaube, das ist sie in den seltensten Fällen. Es kann immer irgendwas passieren, was nicht quasi optimal läuft. Aber das ist Teil davon. Und ja, einfach zu wissen, ich habe das Bestmögliche versucht vorzubereiten, gibt mir schon mal ein gutes Gefühl und nimmt ein Stück weit auch Druck. Eine zweite Sache, die ich persönlich als deutlich schwieriger empfinde, jetzt gerade in Bezug auf den Wettkampf, ist diese völlige Konzentration auf sich selbst und auf das, was man selbst in der Hand hat. Ich habe keinen Einfluss darauf, wie gut meine Konkurrentinnen vorbereitet sind, wie die agieren werden im Rennen, was die für Taktiken haben, sondern ich kann eigentlich immer nur mein eigenes Handeln beeinflussen. Und ja, das ist eine Komponente, die gelingt mir mal besser, mal schlechter, dass ich wirklich mich nicht zu sehr damit beschäftige, wer ist hier am Start, wie fit sind die, was haben die alles trainiert, sondern wirklich versuche, diesen Fokus auf mich zu haben und auf mein Rennen. Natürlich ist es, indem man mit anderen Menschen oder Leuten zusammen raced, einfach unmöglich, jetzt irgendwie so einen Tunnelblick zu haben. Manchmal ist es ja auch extrem wichtig, auf Dynamiken im Rennen zu reagieren. Aber dieses im Vorfeld sich schon so verrückt machen und dadurch vielleicht ja auch noch mehr Druck zu empfinden, das ist was, ja, wo ich einfach nur sagen kann, dass man es einfach üben muss, wirklich diesen inneren Fokus ja, zu bewahren. Ja, meistens fühlt man sich kurz vorm Start nie gut vorbereitet, sondern man denkt dann immer eher an die Sachen, die nicht geklappt haben oder die Einheiten, die ausgefallen sind und fragt sich, hätte man da nicht noch mehr machen können? Aber das hilft natürlich in dem Moment gar nicht weiter. Und für mich ist eine gute Vorbereitung, wenn ich zumindest mal 80% vielleicht jetzt von dem Training, was Philipp mir aufgeschrieben hat, umsetzen konnte. Das muss auch gar nicht bedeuten, dass sich davon alles super gut angefühlt hat, sondern einfach, dass ich weiß, ich habe ja, mein Training eigentlich gut umsetzen können. Ich habe auf meine Gesundheit geachtet, ich fühle mich auch gut und ja, dann ein Stück weit gibt es eben die Sachen, die man nicht in der Hand hat, die auch im Rennen passieren können. Aber auch da kann ich mich ein Stück weit halt vorbereiten, indem ich weiß, zum Beispiel, wenn irgendwas schief geht beim Radfahren, defekt, dann habe ich irgendwie ja, einen Plan im Kopf, was ich dann tun könnte. Und genauso habe ich vielleicht sogar auch einen Plan im Kopf, wenn irgendwie was Schlimmes passiert, dass das auch unter Umständen das Ende von dem Rennen bedeuten kann. Also einfach, dass man sich ja so eine gewisse mentale Flexibilität da aufbaut, indem man sich auf verschiedene Szenarien vorbereitet, im Positiven wie im Negativen. Und ich glaube, das kann einem auch Ruhe geben, dann in dem Moment die richtigen Entscheidungen zu treffen.